Rekordsteuereinnahmen in Irland, die zu einem satten Haushaltsüberschuss führen. Warum damit Irland als mögliches Auswanderungsland für dich besonders attraktiv bleibt, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du mit dem Gedanken spielst, nach Irland auszuwandern, möglicherweise mit deiner Familie, dann würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Workshop-Tage oder Seminare zum Thema Irland zu begrüßen. Die Workshop-Tage finden normalerweise in Zürich statt. Die längeren Seminare, sie dauern üblicherweise 3 bis 4 Tage, üblicherweise in Irland. Die Workshop-Tage sind sehr intensiv. Wir werden uns da ganz konkret mit den Steuervorteilen in Irland, den Non-Dom-Status der niedrigen Körperschaftssteuer und natürlich auch damit befassen, wie man den irischen Pass bekommen kann. Daneben schneiden wir auch Themen an, wie zum Beispiel das Gesundheitssystem, Homeschooling etc. pp. Nach dem Workshop am Abend gehen wir alle in ein irisches Pub zusammen in Zürich und lassen den Abend ausklingen. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer nächsten Workshop-Tage oder auch Seminare auswandern nach Irland begrüßen zu dürfen. Ganz besonders relevant, wenn du dir überlegst, mit deiner Familie oder alleine nach Irland auszuwandern. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Während die Haushalte vieler großer Länder in Europa darben, während Frankreich praktisch bankrott ist und es auch in Deutschland nicht viel besser geht, kann Irland immer weitere Rekorde bei den Steuereinnahmen verbuchen. Irland ist natürlich ein kleines Land. Die Steuereinnahmen gesamthaft sind natürlich viel geringer als in Deutschland. Aber für 2024 hat man sagenhafte 28 Milliarden Euro nur allein an Körperschaftssteuer eingenommen. Schauen wir uns dazu mal kurz hier einen Artikel an in der irischen Times. Also du siehst, Ireland's record-breaking tax month likely driven by tech rather than pharma. Apple's main Irish registered entity was responsible for 8.2 billion of the 28 billion euros collected last year. Also das ist natürlich ein ganz interessantes Phänomen. Alleine Apple hat von den 28 Milliarden an Körperschaftssteuer, die für das letzte Jahr angefallen sind, 8,2 Milliarden an das irische Finanzamt überwiesen. Nächstes Jahr rechnet man sogar noch mehr, nämlich mit 34 Milliarden Euro. Warum ist das so in Irland? Warum boomt das so? Nun, wir wissen alle, viele der großen amerikanischen Tech-Firmen haben ihre nicht-amerikanischen Hauptsitze für letztlich den Rest der Welt, nicht nur für Europa, sondern den Rest der Welt in Irland. Früher gab es dort ja sagenhafte Steuertricks. Man erinnere sich an den Double Irish oder sogar Double Irish with a Dutch Sandwich. Mittlerweile sind diese alle verboten worden. Mittlerweile zahlen diese Firmen mehr Steuern natürlich, aber immer noch relativ wenig im internationalen Vergleich. Neben den Tech-Firmen sind natürlich auch die Pharmafirmen hier besonders zu nennen. Eli Lilly stellt in Irland Mounjaro her, also das Präparat für die Abnehmspritze. Das alleine hat dazu geführt, dass Irland einer der größten Exportpartner der USA mittlerweile ist, was erstaunlich ist für ein so kleines Land. Also in Irland gibt es so hohe Steuereinnahmen, dass der Staat nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Geld. Man etabliert nun also einen sogenannten Sovereign Wealth Fund. Das heißt, kann letztlich jetzt Geld zurücklegen, ähnlich wie Norwegen, und dann für schlechtere Zeiten vorsorgen, ein sogenannter Rainy Day Fund. Aber natürlich wird auch wahnsinnig viel Geld in Infrastruktur investiert, in Straßen, in Schulen, in Krankenhäusern. Da gibt es ja noch einigen Aufholbedarf in Irland. Ich habe in Irland übrigens selbst gelebt. Ich habe ja davon in verschiedenen Videos berichtet, wie rückständig doch Irland in mancherlei Hinsicht noch ist. Also diese zusätzlichen Mittel sind sicherlich in Irland willkommen, um das Land hier auf Vordermann zu bringen. Also eine durch und durch, eigentlich kann man sagen, positive Stimmung. Aber auch hier muss man natürlich eine kleine Klammer machen. Während es natürlich so ist, dass es viele gut bezahlte Jobs in Irland gibt, klagen natürlich auch gerade die jungen Leute in Irland über Dinge wie sehr hohe Mietpreise und auch generell hohe Lebenshaltungskosten. Aber ansonsten natürlich die Stimmung in Irland ist positiv. Irland hat sich zu einem richtigen Boomland in den letzten Jahren entwickelt. Man kann natürlich nicht wirklich die Situation 1:1 mit Deutschland vergleichen. Deutschland ist ein großes Land, Irland ist ein kleines Land. Es ist für kleinere Länder oftmals einfacher, den Staatshaushalt zu sanieren. Ganz davon abgesehen, dass natürlich Irland auch viele der Probleme nicht hat, die in Deutschland zu verzeichnen sind. Irland liegt geografisch weit abgelegen. Das heißt, die geopolitischen Risiken, die es in Deutschland gibt, sind dort im Wesentlichen nicht vorhanden. Auch aufgrund der Tatsache, dass Irland eine Insel ist natürlich das ganze Flüchtlingsproblem ein ganz anderes in Irland. Natürlich gibt es auch dort Flüchtlinge, die dann vielfach von UK letztlich über Nordirland ins Land kommen.
Situationen. Aber das sind natürlich ganz andere Dimensionen, als wir das aus Deutschland und dem Rest Europas kennen. Auch ist man in Irland relativ klug, was so Dinge wie, sagen wir mal, Bürgergeld oder Sozialhilfe anbelangt. Die meisten der ukrainischen Flüchtlinge, die in Irland waren, sind zum Beispiel nach Deutschland weitergezogen, weil man in Irland das Bürgergeld, sage ich jetzt mal, die Sozialhilfe beschränkt hat auf ein Jahr. Nach einem Jahr mussten die dorthin geflüchteten Ukrainer dann zeigen, dass sie einen Job gefunden haben oder wenigstens dabei sind, aktiv und fleißig sich einen Job zu suchen. Ansonsten wurden die Benefits, also die Sozialhilfe, gestrichen. Natürlich kann es schon sinnvoll sein, deutsche Politiker einmal darauf hinzuweisen, was da in Irland gerade passiert. Man kann auch die Schweiz als Beispiel nehmen. Auch die Schweiz ja ein kleines Land, der es vergleichsweise ziemlich gut geht. Auch hier leistet natürlich die Pharmaindustrie einen sehr wichtigen Beitrag, ebenso wie auch in Irland. Tatsächlich bezweifle ich, dass Deutschland die Reformen hinkriegen wird, die notwendig sind, um hier ähnlich zu florieren wie Irland und die Schweiz. Finallegend natürlich ist deshalb, dass du letztlich dein Finanzamt änderst, deinen Wohnort änderst, indem du zum Beispiel nach Irland umziehst. Damit kannst du gleich ein paar Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstmal gibt es in Irland den Non-Dom-Status. Ausländer zahlen also keine Steuern für ausländische Einkünfte, wie zum Beispiel Aktienerträge oder Krypto. Gleichzeitig kannst du dort ein Unternehmen gründen. Dieses Unternehmen zahlt dann 12,5% Körperschaftssteuer. Du kannst die Gewinne an eine ausländische Holding ausschütten lassen. Das ist dann wiederum steuerfrei für dich und kannst dann diese Nettodividende im Ausland weiterverwenden oder eben weiter investieren. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, liegt Irland weit ab vom Schuss. Das heißt, viele geopolitischen Risiken sind in Irland einfach nicht gegeben. Außerdem sind die irischen Schulen, inklusive auch der öffentlichen Schulen, ziemlich gut. Da wird viel investiert. Auch kleinere Orte haben ihre Dorfschulen behalten in Irland. Als ich in Irland gelebt habe, war gerade die Schule für meine Kinder ein sehr positives Erlebnis. Auch sollte man hier nochmal den irischen Pass erwähnen. Du kannst ja, indem du in Irland wohnst, nach 5 Jahren den irischen Pass bekommen. Dieser irische Pass erlaubt dir dann nicht nur in Irland zu leben, sondern auch auf den anderen britischen Inseln. Ganz vorne natürlich Großbritannien, aber auch solche eher unbekannten Inseln wie Jersey, Guernsey oder die Isle of Man. Natürlich, man muss es sagen, Irland ist ein EU-Land. Das heißt, du würdest dich immer noch innerhalb der EU befinden, aber damit, dass es eben den Non-Dom-Status gibt, kannst du dein Vermögen, deine Konten, deine Depots außerhalb der EU vorhalten und bist damit zwar noch persönlich in der EU, aber dein Vermögen ist dann schon mal außerhalb. Wir haben viele Mandanten, die nach Irland umziehen. Gerade für Familien ist eben Irland ein sehr interessanter Standort. Normalerweise bist du ja mit einer Familie örtlich gebunden. Das heißt, man will im Grunde genommen sich langfristig irgendwo niederlassen. Sagen wir mal zumindest 10 bis 15 Jahre, solange eben deine Kinder in der Schule sind. Und dafür ist Irland sicherlich keine schlechte Wahl. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass du den irischen Pass dann auf diesem Weg sozusagen gleich mitnehmen kannst. Du siehst also, es gibt viele gute Gründe, nach Irland auszuwandern, gerade wenn man eine Familie hat. Der Vorteil ist dann natürlich auch, dass deine Kinder Englisch lernen und im englischen System groß werden. Das ist für die weitere Karriere meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut. Das kann ihnen nur helfen. Wenn das möglicherweise auch für dich in Frage kommt und du auch überlegst, nach Irland auszuwandern, dann würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Events zum Thema Irland begrüßen zu dürfen. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Link zu allem hier in der Beschreibung zu diesem Video. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Projekten zu unterstützen und zu beraten. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, zweite Pässe, Vermögensaufbau und Vermögensschutz vor dem Zugriffigkeit der EU. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.